Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Ich habe euch heute eines meiner Lieblingsrezepte mitgebracht, was ich tatsächlich selber sehr häufig umsetze. Und zwar ist es ein Overnight Porridge. Das Schöne daran ist, man bereitet es mit einer Leichtigkeit abends zu und dann nimmt man es am nächsten Morgen aus dem Kühlschrank, erwärmt es sich vielleicht vorher nochmal, so wie in meinem Fall, denn ich brauche morgens immer etwas Warmes. Oder aber man löffelt es direkt so aus dem Glas. Oder aber man nimmt es einfach mit zur Arbeit, zur Schule, zur Uni oder sonst wohin. Was wir genau für dieses wunderbare Overnight Porridge brauchen, das zeige ich euch jetzt. Für unser grandioses Overnight Porridge benötigen wir 150 Gramm Haferflocken. Ich nehme immer ganz gerne die zart schmelzenden Haferflocken oder manchmal steht auf der Packung auch Feinblatt drauf. Dann benötigen wir 3 Esslöffel Joghurt. In meinem Fall ist es veganer Joghurt, dicht gefolgt von 350 Milliliter Milch. In meinem Fall Hafermilch. Dann benötigen wir 1,5 Esslöffel Chiasamen. Hier könnte man auch problemlos tauschen mit Leinsamen. Dann benötigen wir 1,5 Esslöffel Kakaopulver und 2 Esslöffel Agavendicksaft. Da könnte man auch natürlich jedes andere Süßungsmittel verwenden. Ich nehme immer ganz gerne Agavendicksaft. Dann kommen wir zum Topping. Sieht das nicht schon toll aus? Hier versammelt sich ein Potpourri an diversem Obst. Man könnte auch, wie in meinem Fall, noch Nüsse hinzugeben, getrocknete Erdbeerscheiben oder auch Kokoschips. Und das kleine braune Klümpchen ganz vorne, das ist Schokolade. Die könnte man dann, oder beziehungsweise nicht nur könnte, sondern die werde ich nachher schmelzen und sie über das Overnight Porridge geben. Dann haben wir am nächsten Morgen eine richtig feine Schokodecke. So, jetzt geht's aber an die Zubereitung. Die Zubereitung ist denkbar einfach. Wir geben alles bis auf das Topping in einen Hochleistungsmixer. Los geht's! Nehmen wir uns erstmal die Haferflocken vor, dann den Joghurt, dann die Milch, dann kommt unser Kakaopulver, unsere Chiasamen und unser Agavendicksaft. Und das Ganze wird jetzt zu einer richtig schönen, herrlich fluffigen Masse zusammengemischt. Schauen wir mal, wie die Masse hier geworden ist. Duftet herrlich schokoladig und wunderbar. Ich zeige euch das jetzt. Schaut euch das mal an, wie herrlich das aussieht. Und genau das war es auch schon. Im Grunde genommen könntet ihr jetzt einfach hier den Deckel draufschrauben und am nächsten Morgen entweder zeitig aus dem Kühlschrank nehmen, dass es so ein bisschen Raumtemperatur hat, oder kalt dürfen. Ich bin der Wartetyp, ich brauche es immer warm, heißt, ich nehme mir immer das Gläschen heraus, erwärme das Ganze nochmal in einem Töpfchen und genieße das. Und was auch so toll ist, ihr könnt es auch wirklich für unterwegs bestens mitnehmen. Also egal, ob zur Arbeit, zur Uni, zur Schule, wohin auch immer, dieses Gläschen ist wirklich ein Löffel zum Glück oder ein Löffelglück oder ein, ihr wisst schon, was ich meine. Es schmeckt einfach fantastisch. Das Obsttopping habe ich euch ja schon vorgestellt. Jetzt kommen wir zum Schokoladeschmelzen. Dafür nehme ich meine vegane und zuckerfreie Schokolade und lasse sie schmelzen. Und in der Zwischenzeit zeige ich euch mal mein Lieblingsobsttopping. Dafür nehme ich mir eines meiner feinen Porridge-Gläser auf Vorrat heraus. Und jetzt kann das bunte Festspiel beginnen. Das ist doch schon einfach ein Augenschmaus, diese wunderbaren Farben.
schaut mal her, sieht das nicht toll aus? Ich finde, das sieht wirklich nach purem Löffelglück aus. Meine feine Schokolade ist jetzt geschmolzen und jetzt gebe ich sie über mein Porridge. Das Ganze geht jetzt in den Kühlschrank, aber damit ihr natürlich auch das Endergebnis seht, habe ich auch schon ein Glas vorbereitet. Tada, da ist es. Schaut euch das mal an. Und jetzt, man muss schon ein bisschen Gewalt aufwenden. So, und das ist eben das Schöne, wenn ihr diese Schokoladendecke macht, dann zerbrechen diese kleinen Schokoladenstückchen und werden Teil eures feinen Porridges. Zeit zum Probieren. Ich brauche ein bisschen Zeit, um die Schokolade rauszufischen. Wirklich köstlich, schokoladig und ja, ich glaube, mehr Schokolade geht gar nicht mehr. Und vor allem in dem Fall ist es ja wirklich ein gesundes Porridge, denn wir haben hier keinen Zucker drin, wir haben natürlich diese Süße drin, aber man kann, und das ist eben das Schöne, hier wirklich ganz stark variieren. Man könnte auch Datteln noch hinzugeben, andere Trockenfrüchte, wie ihr mögt. Und jetzt probiere ich noch dieses Porridge. Ich bereite mir das tatsächlich auch oft so zu, denn ich liebe diese Kombination zwischen dem Süßen und dem Sauren. Und dann haben wir hier diesen Crunch von den Nüssen. Also ich hoffe wirklich, ich konnte euch für meinen Lieblingsporridge begeistern. Ich freue mich, wenn ihr es nachmacht und dann sage ich hier bis zum nächsten Mal, eure Mangal.